Unsere Reise startet aus Mexiko, nachdem wir die Chichén Itzá gesehen haben. Und next, hello Antigua. Das Stadtbild wird von dem majestätischen Vulkan der Agua geprägt. 3760 Meter ragt er über dem Meeresspiegel. La Antigua Guatemala, übersetzt Alt-Guatemala, war einst die Hauptstadt Guatemalas, wurde jedoch 1773 beinahe komplett von einem Erdbeben zerstört und musste deshalb den Status der Hauptstadt an die aktuelle Guatemala City abgeben. Das Leben der Stadt spielt sich in kleinen Bereichen ab. Den Stadtkern bildet der Parque Central, der typisch für eine koloniale spanische Stadt ist. Nachdem wir die historische Schönheit von Antigua erkundet haben, begeben wir uns nun auf einen farbenfrohen Pfad des pulsierenden Stadtlebens, der Markt. Ein Ort, der das Herz und die Seele dieser Gemeinschaft widerspiegelt. Chicken Buses. Der Begriff Chicken Bus kommt davon, dass lebende Hühner mit den Bussen transportiert wurden. Du bist ein Chicken Bus, wenn du bemalt bist, deine Lackierung einzigartig ist und du ausstichst. Guatemala beschränkt sich bei seinen Exportgütern hauptsächlich auf natürliche Rohstoffe wie Zucker, Kaffee, Baumwolle, Kautschuk, aber auch Kakao. In dem Schokomuseum von Antigua, Name ist Programm Schokolade, haben wir unsere eigene Schokoladentafel hergestellt, dabei verschiedene Bodenreifengrade der Kakao probiert, war sehr lecker und interessant. Damit die Schokolade nicht an den Hüften bleibt, haben wir sie gleich in Energie umgewandelt und einen aktiven Vulkan bestiegen. Ein Ausflug mit spektakulären Aussichten und die Kraft der Natur hautnah zu erleben. Aber erst heißt es 5 Stunden rauf. Schwitzen ist Programm. Und dann die Aussicht genießen. Gleich 3 Vulkane, die ebenfalls zu den Touristenattraktionen in Antigua zählen, sind in Sichtweite der Stadt gelegen. Der Catinango, da befinden wir uns gerade, der Agua links und der Fuego rechts, der noch aktiv ist. Nach einer Übernachtung im Camp geht es dann relativ schnell nach unten und bei manchen ein bisschen schneller. Diese Typen sind einfach runtergerannt, wirklich runtergerannt. Die haben eine spezielle Sprungart gemacht. Wieso nicht? Jetzt ist Surfing an der Reihe. El Paredón, ein Paradies für Surfer. Ein Strand ohne Anfang und ohne Ende. Wellen immer da und immer perfekt. Es ist definitiv kein Ort zum Schwimmen, denn die Strömung ist sehr stark, aber das Wasser ist so warm. Die vulkanischen Ausbrüche sorgen für diesen wunderschönen schwarzen Sand. Aus El
El Paradón ging es dann weiter, eins zu den größten Seen in Südamerika, Lake Atitlan. Der See Atitlan entstand durch eine Superexplosion eines Vulkans vor mehreren Millionen Jahren. Es haben sich viele kleine Ortschaften um den See Atitlan gebildet, die man mit der Fähre oder auch mit dem Tuk-Tuk befahren kann. In Guatemala muss man noch sehr oft mit Cash bezahlen. Dabei fallen bei jeder Abhebung 50 Quetzales als Gebühr an und man kann nur 2000 Quetzales abheben. Nachdem jetzt ausreichend Cash vorhanden ist, kann man San Pedro weiter erkunden. Die Ortschaften lassen sich bequem zu Fuß erkunden. Und sollte man doch ermüden, kann man zu jeder Zeit und an jedem Ort ein Tuk-Tuk nehmen. Zwischen den Ortschaften gibt es keine Fußgängerwege. Ein Tuk-Tuk ist dabei eine kostengünstige und schnelle Alternative. Die Ortschaften untereinander unterscheiden sich aus unserer Sicht nur wenig voneinander. Die Straßen sind bunt gestaltet, man trifft sehr viele freundliche und glückliche Menschen und beinahe an jeder Ecke wächst eine Bananenpflanze. Der Kaffee in Guatemala hat uns besonders gut geschmeckt. Und hier wollen wir nochmal sicher gehen, dass es sich auch wirklich um einen Kaffeestrauch handelt. In San José sind wir den Aussichtsturm nach oben gegangen. Dabei muss man wissen, dass man als Tourist immer ein bisschen mehr bezahlt als die Einheimischen, in unserem Fall 30 Quetzales pro Person. Je nach Entfernung ist Fähre manchmal die schnellste Alternative. 100 Quetzales für den Weg hin und zurück. Es fahren ziemlich viele Fähren am Tag von Ortschaft zu Ortschaft, aber wenn man als Erster ankommt, heißt es erstmal warten, denn die Fähren fahren erst ab, wenn sie voll sind. Ja, und jetzt vielleicht das Schmutzi aufgefallen. Der Geruch ist auch entsprechend. Es handelt sich um eine Kanalisation. Wir waren sehr überrascht von dem Abwasser, weil der See selber macht einen super sauberen Eindruck. Panajachel selber ist lauter als die anderen Ortschaften, dafür hat man dabei mehr Auswahl an Restaurants oder an zum Beispiel gewissen Aktivitäten. Let's go! Ready. Nach diesem Stress sind wir sofort nach Semuc Champey gefahren und das war wunderschön. Wie die morgen aussehen. 10 Stunden. Leider waren es wirklich 10 Stunden von Lake Atitlan nach Semuc Champey mit dem kleinsten Minibus, den wir je im Leben gesehen haben. Das war mal eine Fahrt. Hätte ich nie vergessen. Sagte er und wusste noch nicht, was auf ihn zukommt. Das Handy noch schnell in Sicherheit gebracht und dann festhalten, denn es ging ziemlich schnell voran. Hier hat man nur kostenlose, nein nicht kostenlose, aber kostengünstige Achterbahnen. Es war wirklich eine ziemlich anstrengende Überfahrt. Jedoch gibt es keine andere Alternative als mit dem Shuttle und manchmal ist der Shuttle halt super klein. Zweite Station sind wir noch nicht angekommen. In diesem scheinbar
vorhandenen Chaos ist doch alles ziemlich organisiert. Unser Hotel hat sich um die ganze Abholung gekümmert, sodass es für uns ziemlich unkompliziert war. In Lake Atitlan sind es die Fähren, hier sind diese Trucks, die die Menschen von A nach B bringen. Für den Empfangshund im Hotel war es anscheinend noch zu früh. Es ist ein wunderschöner und ruhiger Ort. Und das Essen erst einfach nur lecker. Guten Appetit! Und bei dieser Aussicht kann man es genießen. Immer noch sehr fertig von der 10-Stunden-Fahrt. Der Herr kommt gar nicht klar. Gehen wir mal kurz die Gegend mal erkunden. Wenn wir in der Geschwindigkeit laufen, wird es ja ein Never-Ending-Video. Da willst du dich reinsetzen? Würdest du den Leuten ganz gut passen? Die Aussicht ist einfach magisch. Kakaobohnen, die in der Sonne vor sich rösten. Und die Kakaopflanze mit ihrer Frucht, wie sie wächst und gedeiht. Es wird Zeit für eine Roomtour in ASMR-Style. Wir waren ziemlich zufrieden mit unserem Hotel. Ab zum Fluss. Wir haben die Einheimischen beobachtet und sind uns jetzt auch sicher, wenn man im Lake Atitlan sich waschen kann, seine Wäsche waschen kann, sich selbst, dann kann man in einem fließenden Gewässer, der auch so durchsichtig ist, auch wir können uns darin waschen. Detailer. Wir werden langsam zu den Einheimischen, sozusagen, ja? So, jetzt bin ich sauber und jetzt können wir wieder zum Hotel. Schick. Und hier ist immer, wo wir frühstücken. Wir haben schon einen Stammplatz. Ein Grund, wieso wir von dem Ort so begeistert sind, ist die Natur. Hör einfach selber hin. Wir sind 11 Stunden gefahren, um Semuc Champey zu sehen. Auf geht's! Der Eintritt kostet auch hier ein bisschen mehr für die Touristen, 50 Quetzales. Dador übersetzt Ausblick. Wow. Medidos. Tiempo aproximat 30 minutos. Checken die Zeit. 10:18 Uhr, 30 Minuten. Das dauert doch alles viel zu lange. So geht schneller. Wie lange haben wir gebraucht? Der Ausblick von oben ist ziemlich beeindruckend.
packen alle unsere Dokumente in unsere Waschmaschine. Ja, das ist unsere Waschmaschine. Und dann ging es auf die Erkundungstour der zahlreichen Becken. Weil er wollte eigentlich nicht ins Wasser, aber als er gesehen hat, dass man auf seinem Arsch rutschen kann, ist er sofort dabei. Fischspa in der Natur. Grandios. Und dann haben wir diese Kerlchen entdeckt. Oder diesen Kerl. Grande Cojones. Elf Stunden Fahrt haben sich auf jeden Fall gelohnt. So ein Tag am Wasser macht ganz schön hungrig. Man hat am Ausgang die Möglichkeit, die traditionelle Küche zu probieren. Und auch die Pickups, die wir schon davor gesehen haben, können auch genommen werden. Die Infrastruktur kommt auch langsam hier an. Ganz weit hört man jetzt die Konstruktion von der Straße. Und eine kleine Tienda ist schon aufgestellt. Und hier baut man jetzt die Straßen, direkte Straße zu Semuc Champay. Ich weiß nicht, ob das Wort passend ist, aber es ist sehr faszinierend, wie die Menschen immer alles auf ihren Rücken oder besser gesagt auf ihren Köpfen tragen. So leicht haben sie es nicht. Aber fröhlich sind sie definitiv. Hört ihr das? Und die lachen und machen Scherze. Guatemala werden wir jetzt immer mit der schönen Natur verbinden und mit freundlichen und herzlichen Menschen. Auf geht's. Ну, уходи! Von Semuc Champay geht es wieder mit dem Bus, 9 Stunden diesmal, nach Flores. Wo wir angekommen sind, werden wir auch abgeholt. Einen kurzen Zwischenfall, wo es nicht klar war, ob wir unsere Tickets bezahlt haben oder nicht. Hat sich alles geklärt. Die Amigos haben uns geholfen. Nächste Fahrt. Flores. Nein, ich muss in die Kamera schauen. Nächste Fahrt. Flores. Das ist noch sehr cool. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Zumindest nicht die bekannte. Wir sind auf dem Weg zum Tikal. Mit dem Shuttlebus da angekommen. Wir haben keinen Guide. 25 Quetzales und wir haben eine Karte. Alle ist der glückliche Besitzer der Shortskarte. Wir sind in El Remate untergekommen, um den wunderschönen Tikal zu besuchen.
noch sehr früh, deshalb liegt der Nebel. Aber habt ihr den Freund gesehen? Die Anreise nach Tikal um 7 Uhr früh hat sich definitiv gelohnt. Es gab viele besondere Momente, die Orte waren beinahe menschenleer, man konnte die Natur einfach nur genießen. Was ist das denn für eine Aussicht? Wir befinden uns gerade auf dem Tempel 4. Hinter uns ist Tempel 1, auch der große Jaguar, der Tempel 2 und der Tempel 3. The Priest, the Jaguar of the Priest. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich gefühlt hat, wenn man hier stand und dann 1 Million Menschen, genau, schon 1 Million Menschen haben in Tikal damals gelebt. Man muss doch sich wie ein Gott vorkommen, wenn man von hier aus die Leute regiert. Ehrlich, ich weiß gar nicht, wer hier so lange stehen und regieren konnte. Es ist ziemlich heiß hier, deshalb ab nach unten in den Schatten. Deutlich kühler und angenehmer. Das ist eine Art und Weise, wie Geschichte Spaß macht. Man kann fast jeden Tempel begehen, aber bei dieser Hitze will man es gar nicht. Zur Mittagszeit gegen 12 Uhr waren eindeutig mehr Menschen am Ort anzutreffen. Die Kroatis haben sich aber nicht davon abhalten lassen. Ziemlich selbstbewusst und zielstrebig auf der Suche nach der Nahrung gewesen. Stock, was sich bewegt. Es sind natürlich keine Biologen, keine Archäologen, keine Geologen. Wir sind auf keinen Fall irgendwelche Ogen. Deshalb kennen wir uns auch gar nicht aus. Faszinierend wieder das Wort. Wir haben die Brüllaffen gesehen, aber nicht gehört. Dafür die Papageien umso mehr. Und hörst du dich? Die Treppen, die sind ganz schön hoch. Mindestens das Doppelte, Dreifache von unseren normalen deutschen Treppen. Und die Maya, die aktuellen Maya sind ja schon so klein. Ich weiß nicht, ob die noch kleiner waren. Aber muss ein ziemlicher Kraftakt sein. Das waren ja ein paar Treppen. Schön, gutes Training. Garantiert.
Die 5 Stunden sind wie im Flug verflogen. Wir hatten super viel Spaß und es war sehr interessant.